Sind die bisherigen Formen der vorherrschenden deutschen Erinnerungskultur ausreichend und noch zeitgemäß? Wie haltbar ist der erinnerungskulturelle Konsens der deutschen Gesellschaft? Werden dort die Perspektiven marginalisierter Gruppen berücksichtigt oder dominieren von der Mehrheitsgesellschaft geprägte Erzählformen über den Nationalsozialismus? Wie beeinflussen die neuen Medien die Auseinandersetzung mit der Zeit des NS? Es sind neue Ansätze des Erinnerns notwendig. Im Cluster Bilden in digitalen Lernräumen werden neue digitale Formate für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus entwickelt und erprobt. Einige der geförderten Projekte entwickeln die Strahlkraft von Leuchttürmen in der historisch-politischen Bildung. Unsere Zielgruppen werden zunehmend technikaffin, genauso leider auch antidemokratische Bewegungen. Deren On- und Offline-Dynamiken untersucht DIMOC in der Webdoku Interferenzen. Um Orte von NS-Zwangsarbeit in Leipzig sichtbar zu machen, wurde ein mobiles Game entwickelt. Spielende bewegen sich mit dem Smartphone durch den Stadtraum, um sich plötzlich in einem merkwürdigen Arbeitsverhältnis wiederzufinden. Das Konzept schafft neue Zugänge zur Geschichte der NS-Zwangsarbeit in Leipzig und zur Debatte um Erinnerungskultur. Erinnerungen an NS-Verbrechen digital zu bewahren, ist auch das Ziel des Projektes Sichtbar machen. Die schriftlichen Selbstzeugnisse der verfolgten Kölner Familie Schönenberg werden auf einer Webseite multimedial visualisiert und historisch kontextualisiert. Mit Fassadenprojektionen an den Plätzen und Gebäuden von NS-Deportationen werden Geschichten und Gefühle der jüdischen BewohnerInnen der Stadt ins städtische und kollektive Bewusstsein gerückt. Um die pädagogische Qualität von digitalen und hybriden Anwendungen für die Zukunft zu sichern, entstand das Projekt Vovirex. Dafür wurde die Holocaust-Überlebende Dr. Eva Umlauf volumetrisch interviewt. Ihre Lebensgeschichte ist damit digital unsterblich für ein Virtual Reality Experience von Lernenden aufgezeichnet. Die Initiative Erinnern mit Games setzt sich mit der Frage auseinander, welchen Beitrag Games für die Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter leisten können. Eine Datenbank sammelt Games, die von besonderer erinnerungskultureller Relevanz sind und bietet zusammen mit Publikationen Orientierung bei der Ideenentwicklung von spielerischen Formaten in der historisch-politischen Bildung. Diese Projekte stehen exemplarisch dafür, wie Erinnerungskultur in digitalen Räumen, in Virtual Reality, in Games und Apps funktionieren kann.